Sowohl Raub- als auch Beutetiere tarnen sich durch Farben, Muster, indem sie Gegenstände nachahmen oder sogar andere Tiere. Jetzt in Wie tarnen sich Tiere? Wie tarnen sich eigentlich Tiere, um von Raub- oder Beutetieren nicht gesehen zu werden? Tarnung durch Farbe. Viele Tiere sind gut getarnt, weil sie die gleiche Farbe wie ihre Umgebung haben. Zum Beispiel der Schneeschuhhase im Schnee oder der grüne Frosch auf dem grünen Moos. Die Hirschkuh ist so graubraun wie ihre Umgebung und die Krabbenspinne ist so weiß wie die Blüte, auf der sie sitzt. Ich habe meine Farbe dem Karton angepasst. Tarnung durch Muster. Manche Tiere tarnen sich durch Punkte, Streifen oder Muster. Dadurch lassen sich ihre Umrisse nicht so klar erkennen. Ein Beispiel dafür ist der Leopard. Und die Eule. Auch die Meeresschildkröte hat an Kopf und Beinen verwirrende Muster. Wie ist das eigentlich bei dem Zebra? Wenn sich Zebras gemeinsam als Herde bewegen, lässt sich ein einzelnes Tier nur schwer erkennen. Die Streifen dienen aber weniger der Tarnung. Forscher haben herausgefunden, dass sie Stechmücken abwehren, die Hitze erträglicher machen und den Tieren dabei helfen, sich gegenseitig zu erkennen. Du hast mir das mit den Flecken nachgemacht. Nein, habe ich nicht. Hast du doch. Tarnung durch Nachahmung von Gegenständen. Es gibt Tiere, die Gegenstände nachahmen, zum Beispiel einen Ast. Dass auf ihm ein Blattschwanzgecko sitzt, merkt man nur, wenn er sich bewegt. Der Fetzenfisch ahmt eine Meeresalge nach. Das nennt man übrigens Mimese. Das Wort kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet Nachahmung. Der Tintenfisch nimmt innerhalb von wenigen Sekunden die Farbe von Felsen und Korallen an. Vom knalligen Feuerwehrrot wechselt er zu einem unauffälligen Graubraun. Diese Tiere sind wahre Zauberkünstler. Und ich bin ein Gummibärchen. Tarnung durch Nachahmung anderer Tiere. Es gibt auch Tiere, die andere gefährliche, giftige oder ungenießbare Tiere nachahmen. Die Schwebfliegen ahmen zum Beispiel das Aussehen von Wespen nach. Dieser Oktopus scheint auf den ersten Blick aus mehreren gefährlichen Wasserschlangen zu bestehen. Wenn ein Tier ein anderes nachahmt, nennt man das übrigens auch Mimikry, wie bei diesem Krokodilsfisch. Er sieht aus wie ein gefährliches Krokodil, ist aber völlig harmlos. Ich? Ich bin eigentlich ein Hamster. Der Tierchenwelt-Check. Wie tarnen sich Tiere? Sie tarnen sich durch Farben und Muster, ahmen Gegenstände nach oder andere Tiere.